Ich kam in Demut hergetreten. Nummer 349. Ich kam in Demut hergetreten, mein Jesu, vor dein Angesicht. Ach, großer Meister, lehr mich beten, mach kräftig, was mein Mund jetzt spricht. Lass mein Gebet durch deine Wunden zum Vaterherzen Gottes gehen. So hat mein Flehen Gnad gefunden, so wird dabei ein Amen stehen. Nächstes Nummer 132. Komm doch zur Quelle des Lebens. Nummer 132. Komm doch zur Quelle des Lebens, dürstig und müde und matt. Komm, denn es ist nicht vergebens, hier wirst du ruhig und satt. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht dir auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist ein einziges Ziel. Komm zu dem Born, dich zu laben, tauch dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben, hier wirst du selig und rein. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist ein einziges Ziel. Komm zu der heilenden Quelle, dir wird Genesung zuteil. Sieh, wie sie sprudelt so helle, trinke zum ewigen Heil. Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens, hier ist ein einziges Ziel. Next is fun Christian hymnal, number 137. Fill me with thy spirit, number 137. Fill me with thy spirit, Lord, fully save my longing soul. Through the
shine, make me whiter than the snow. Fill me with thy holy light, I would have a single eye. Make me perfect in thy sight, 'tis thy will to sanctify. Come, O Spirit, seal me thine, come thy fullness now bestow. Let thy glory in me shine, make me whiter than the snow. Fill me with thy perfect love, not of self would I retain, losing all thy love to prove. Lord, I count a happy gain. Come, O Spirit, seal me thine, come thy fullness now bestow. Let thy glory in me shine, make me whiter than the snow. Fill me with thy mighty power, Father, Son, and Spirit, come. In my soul the unction pour, make me ever all thine own. Come, O Spirit, seal me thine, come thy fullness now bestow. Let thy glory in me shine, make me whiter than the snow. Fill me with thy presence now, Lord, thyself in me reveal. At thy feet I humbly bow to receive the holy seal. Come, O Spirit, seal me thine, come thy fullness now bestow. Let thy glory in me shine, make me whiter than the snow. Good morning, alle Geschwister. Wer aber hier mit mir op deze stoel zat, oder een andere stoel hier, oder thuis, oder wie immer je sind. Ich will hier anfangen mit Psalm 37, Vers 4, der sagt, du habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Bei viel dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, wird's wohl machen. So das hier hört sich das, wenn wir im Leben pretty much dort kracht ha, was uns wird jankert ha, solange es wie, wenn wir unsere Last am Herrn ha, dann wird es auch kracht dort sein, was unsere Desires actually sind. Von daher als die 31. Mai, ja, und als wir namen het om kleiner namen we dat Pinkster, oder Pentecost op Englisch. En wat is dat? Dat is de dag waar we van veel jaren, glaube ich, kan onze kerk dat we ons besonders reminded over
der Heilige Geistes Arbeit, dass der gekommen ist, dass der ist uitgegoten worden. En besonders checken we vielleicht nach op dat belevenis wat we in de Apostelgeschichte 2 fingen, dan we 2 en 3 en 4 en zo wieder, de ganze Geschichte van wie de Heilige Geist uitgegoten wordt. Besonders op een nieuwe Ort, wat er niet wie was. De Heilige Geist, die heeft geschaffen im Oude Testament, aber die alle meistens durch Individuals oder durch kleine Groups, vielleicht Familien oder so, aber meistens zu einzelnen Personen, wird sich offenbaren op een besondere Ort. En door wird ein neuer Bund wordt angesagt im Neuen Testament, dass wir mal einmal der Geist ganz uitgegoten wordt. En jeder einer, wer door besser deed, en van daar nach der kriegt den Heiligen Geist, der wordt beleefd mit dem. En der Heilige Geist ist Kraft, der ist an die, wenn du Gott sein Kind bist, und der ist eine magische Kraft auch der Hans. Zu den Dingen würde ich gleich sagen, ich will bijna 4 oder 5 Minuten weg aan een Geschichte vertellen. En voor nu, een klein beetje mijn gedanken over Pinkster. We hebben hier, ik denk zo, we waren een beetje meer van hier, van Pieter. Hij zat hier, beziet mij. Wils we deze dag, ik heb hem gevraagd wat hij reden wil over ik nam me vrede ook een beetje die gedanken aan en die direction aan te gaan. So, de eerste kapitel in de Apostelgeschichte, die had de record van de Geschichte van wie de Geist uitgegoten wordt. En daar weer een van alle stopen wat door nodig werd, omdat de nieuwe bund veilig aangezet wordt, of aangevierd wordt. En wie de kerk ontvangen deed. En, aber wenn wir zurückchecken im Alten Testament, du hast auch al, wenn wir reden von einem neuen Bund, ja, der neue Bund, wie der angesagt wird, wir das Pinkster besonders eine Staubbeine wir, eine große weggestaubte Beine, und wir reden von dem alten Bund. Und der wird auch angeführt. Da wir auch flächen, was es Staub wies, aber auf eine besondere Ort passiert bei dem Berg Sinai. Und wir können sagen, dass das sind eine ganze Streep Dinge, die sehr contrasting sind, sehr eng vielleicht eng. Bloß von bitte horchen und laut ist von sich sehr eingehen, das auch nicht schaffen wird, wenn es sind sehr verschieden. Und ja, da sind viele Similarities von was dort passiert beim Berg Sinai und Leute hier in Jerusalem Tempel, wo der Heilige Geist uitgegoten wordt. Der alte Bund, dort wir lange eng die Basis für dem, dass wir das Gesetz, was durch Moses gebracht wurde, was Gott durch Moses bringen wird, so da wir ein bisschen die Basis für den alten Bund. En de basis voor de nieuwe band, dat we dat leven van Christus, de Heilige Geest, de Spirit of Christ, wat er uitgegoten wordt, wat er komen uit. En wanneer we in 2 Korinther 3, vers 5 en 6 lezen, dan redt Paulus van de difference van het oude en het nieuwe. Hij haalt door het oude de buurstoben en het nieuwe de reden van de Geest Christi. En du hast een zeer grote contrast erbij. We lezen... So Paulus had referred to dem oude Gesetz, hij redet van der Buchstabe in 2 Korinther 3, vers 5 en 6. Ik word het niet ganz überlesen, aber hij had evenzo weten en sagte, der Buchstabe teutet. Well, wat meint dat? Well, ik geloof de element van de Heilige Geestes werking, wat du aan mensen dat leven geven, dat wir sind, wat de Luther komen, of course, de oud-testamentliche mensen checken dem Glauben vorab en die worden door der geraad ook, ja. En yet, over dat oude Gesetz in en of itself, dat we alleen, dat we gleich slag, over dat wat dat verlangen deed, en wanneer we dat comparen met wat een mens actually kan doen in de natuur, dan kunnen we zeggen, ja, dat mag we simpel doen. Dat is ons rechte en dat is geen waarheid. So Paulus is recht, wanneer hij zegt, dat der Buchstabe teutet. Well, wie heeft geen recht überhaupt te zeggen, als Paulus recht wäre nicht, wie weit das in der Bibel und so das erfordert, ja. Und an Fitz darauf hängt an, sagt er, aber der Geist macht lebendig. So die wordt du submitted an the Lordship of Christ, an je Christus sich erleben haben geben, die kriegen das Leben an Christus, aber der Geist macht lebendig. Wenn wir das in ein bisschen mehr Kontext nehmen, dann sagt es im Englischen, our sufficiency is from God, who also made us sufficient as ministers of the new covenant,
not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Our sufficiency is from God. So dort wat we ons würdig maken, dort wat we zijn en wer we zijn, dat komt actually van God. En we zijn ministers geworden. We zijn hier om die message wat we aan dem en besonders hier van dem nieuwe bund, dat we dort wieder doen. So the similarities van dem Old Testament in 2 Mose 18, 19 en 20 en so wieder en ganz bij wieder hängen en het buikbaan, er zijn verschillende dingen geschreven wat er bij Berg Sinai passiert. Im Old Testament, bij Berg Sinai, du sagte, du hast 4 een reuk. En im Nieuwe Testament, in Apostelgeschichte 2, du redet von, da wäre tongues of fire, da wäre kleine 4 Flammchen. Auch. So, eine sieht wir 4, und im Nieuwe wir auch waren 4, ja? Und 2. Mose sagte, da wäre ein Sound, da wäre das Geluid von Gewitter, Sound of Thunder. In Apostelgeschichte 2 redet von, da wäre ein Sound of Wind. Auch noch war ein bisschen Similarity. Und nach ein Similarity, und jetzt über die große Difference hier ist, dort im Alten Testament, in 2. Mose, du sagtest dort, du willst dort anfangen, die alle wird angesagt worden mit dem Buchstaben, mit Moses in Gesetz. Du sagtest, auf einer steht, dort about 3,000 souls died. Okay, kriegt man das wieder, about 3,000, sagt die englische Bibel. Ungefähr 3.000 Seelen, 3.000 Menschen starben, wenn sie da waren nicht heute gekannt, dort gesagt wird, of course, dort holen sich den goldenen Kopf und beten sie wieder. So, das sagt, about 3,000 died. Weißt ihr, was im Neuen Testament sagt? Du sagst, war about 3,000 repented and believed and got baptized, right? So, du hast im Alten Testament wieder 3.000 stark, was er starben, eigentlich den Buchstaben von dem Alten Gesetz. In dem Neuen Testament wieder 3.000, was durch Buße in getauft wurde. Damit sagt ich nicht nach wahr, dass ich schon sehe, dass das Alte Testament schlag wird, ehrlich gesagt. Aber simply dort wir, dort was du das Paulus ernannt, dort die Teuten über das Neue leben. Und wir können dankbar sein, dort Jesus, der sein Tod, sein Sterben, sein Abstehen, besonders der opmaken dat we überhaupt kunnen in verwärts kommen können mit dit, dat we dat nieuwe leven kunnen haben. So, und dort wir auch neidig, dass es passiert, dass even für alttestamentliche gläubige Menschen, dass die, because they check vorab, ab dem Glauben auf Christus, durchwehen können sie geraten worden. Ab dem, sie wissen vielleicht nicht korrekte Details von, was da wird passieren, aber doch, die check vorab, ab was umkommen wird sein. Okay, ich würde nu gleich die Geschichte vertellen und besonders an die Dinge gedacht. Und das ist auch eine Geschichte, das handelt sich für eine Mama oder ein Jung, das handelt sich einen Jung, der heißt Sydney, und das ist, wenn ich diese Geschichte fliegen gehe, dann sehe ich, dass vielleicht ein 12 Jahre jung war, oder irgendwann ab jetzt in Upper Grades jung, vielleicht ist ein paar Jahre weniger war. Aber hier ist ein Sydney, was eine Mama hat, und wir waren hier mit den Bilderwiese auch von dort. Sydney, dat is een jong, du is een erdarp, is aan het overtjorken. En du is een prediker van bezig, waar komen uit een prediker. En het zijn alle tent meetings te dat heet. So du is een prediker wat du de werk over prediker en hij weer actually aardig mal door je was, hem toehoren, hij gelijk het. Dat is ja. En dat we beschenigen denk wat am waarheilig kan, because hij had zo'n diepe interesse zijn hart, dat lang de messages wat du gebracht worden in de tent van een prediker van wat van bezit komen uit. Hij gleicht het gezang, hij gleicht het evangelium wat gepredigt wordt, en hij gleicht te horen wat de prediker veel zeer fijne en schijne dingen vertelt van de Bibel. Maar één ding wie am schwor, dort wie dat zijn mama niet komen uit. Zij komt eenmaal te de meetings, hij had ware en ware er gepraat, dat zij niet ook komen wil, maar dat hoopt naar, zij wil niet komen. Zij zegt einmal, zij had irgendwas betert für zijn ogen, irgendwas wat. Oder zij wird vielleicht even besser am uitlachen en sagen, dat hij nur de Zeug daardoor, dat wir ein bisschen wasted time, dat wir nicht. So, dann ein Abend, dann ist es ein bisschen besonderer Abend, dann fällt Sydney so, dass nu von da,
fällt hij zo dat de prediger redt bis ganz krag te am. En de prediger dat besonders reden over dat we onze harte God overgeven, dat we ons bekeren, dat we ons, dat we onze harte God overgeven. En zoals er staat in prediger, fällt Sydney zo zeer klar, de redt bis vandaag ganz krag te mij, directly to mij reden. Sydney had je zijn, waar anderen zich bekeren, dat de eier al, vielleicht een andere avond. En hij had gewonnen wat er feigen, wat het actually weer, maar vandaag weer het anders. Hij valt bij zeer klar, vandaag is anders. Dat weer verarmt je meint ganz krag. So, dat we zien over. So, dan maakt hij de entscheiding en hij stond ook op door een verzameling en hij maakt klaar dat hij Jezus wil nu volgen. Hij maakt de klare entscheiding. En so hij stond met andere taub en de prediger wat hij gereed had, die kwamen dat het besonders verernt beden. Al die wat zich de entscheiding gemaakt dat ze Jezus nu volgen wil, voor den dat hij besonders beden op een bijzondere oord. Aber Sydney wünschte so sehr, wenn seine Mama da auch wir. Wenn seine Mama auch mit am Top der Stund und hört. Und wenn die auch hört, wird Gott übergeben. Und nou maar eenmaal have ik een idee. Wels mijn mama niet naar de kerk wil komen, what about wanneer deze prediger wil naar ons huis komen en te mijn mama reden? Hij decides ik hij wil den prediger vrouw. Zoals de kerk is uit weer, die meeting even weer, dan gaat hij, wels de prediger is voor die half met some van de oudere mensen reden, dan gaat hij naar den prediger en dan zegt hij hem, kan ik een beetje met die reden? Ja, surely, sagt de prediger, ja, wat is op din hart? Wat wist je gleich te share met mij? En dan zegt hij, weet je wat, dat is mijn mama. Van die wil ik reden. Ik wil gleich, wanneer ze uit de kerk komen, dat ze deze meetings wil komen, maar ze wil bis ganz neven niet komen. Zij lachen mij bloß uit en zij gelooft dat es überhaupt niet klopt dat ik hier handel. Weet je wat? Mijn mama is niet meer zoals die moet weer. Eerst einmal, dat ze beden voor mij en dat ze nu later tijd niet meer. Eerst einmal, dat ze de Bibel lezen en ze dat ook niet meer. Zij leest allerhand de geschichten wat ik geloof, wat er niet fijne geschichten zijn. En ze brengt eenmaal weer thuis wat er niet fijne weer zijn. En ik leid het niet aan te heren. En zij voert zeer veel op en aan weg en ze blijft manchmal laut weg. Ik weet niet van wie ze gaan voort. En wat ze deed, maar met sommige verse dat ding wat er niet fijn zijn. Simply, plus mijn mama is niet zoals die moet weer. Ze is nu anders als ze langer terug weer. Langer terug dan weer ze al dat wat ik gelijk wat ze zal zijn. Wat ik gelijk wat God wil hebben dat ze zal zijn, maar nu is ze niet meer. So, dat is mijn schuld, zegt de prediger. Ik wonder wat we kunnen voor doen. En dan zegt Sydney, wel dat krijg wil we niet met die spazieren wil. Ik wonder bloos, als du maar eenmaal wist kunnen naar ons huis komen met haar reden. Vielleicht we dat een onderscheid maken, because ik heb alles geproefd wat ik kan. Wat ik gelijk wat ik schaffe. En dan zegt de prediger, ja, sure, dat wat ik wel doen. Maar Sydney, du hast één ding wat ik wil leren, wat du eerst wist doen. En dat is, wat is dat dan? Wat kan ik doen eerst? Vroeg Sydney. Dan zegt de prediger, ik wil leren, wanneer du wist die mama thuis, dat krijg dat vertalen wat du te mij vertalen hebt van er. Ja, ganz krijg dat. Zij krijgt dat zij gechanged heeft, dat ze niet meer zo als ze eerst weer. Zij krijgt dat wat zij, al dat wat ze eerst voor hem deed, dat ze dat niet meer deed. En wel zij die dat maken deed, wel die dat betrieben deed. Vielleicht wird es mir helfen, wenn du krijgt dat zij wisch, als van ik dat wil zijn. So, ik wil leren, wanneer du dat eerst doen wisch, en dan, wanneer dat niet schaft, dan wil ik door naar je huis komen met die mama reden, ja. En Sydney dacht dat hij krijgt even, hey, wanneer wil dat schaffen, wel wil hij kennen. Wel wil hij kennen te zijn mama van zijn zesde dingen reden. Maar hij decideert zich dat hij wil het verzekeren. Ja, ik wil het proeven, zegt hij. Ik wil het doen. Alright, zegt de prediger, ja, en ik wil voor die beden dat u dat was kunnen doen. So die avond, wat Sydney is thuis weer, dan blijft hij langer op, lood op en aan ferm sloppen gaan als hij weinig deed. En
Hij zegt en zegt, hij grabbelt en hij denkt en hij verzegt en wacht te vinden. Wat heeft wat kan met zijn mama reden? Wat heeft hij wat dat zei, dat wat de prediker gezegd hat, dat hij zou? Maar dat weer schwor. En zo, als hij länger abbleibt als gewöhnlich, dann sagt seine Mama einmal zu ihm, dort, wir wollen jetzt nicht schluppen, wir wollen jetzt nicht in den Stoß sitzen. Dann sagt er, oh Mami, sagt er. Dann sagt sie, go schluppen, go in den Bad, Sydney. Dann sagt Sydney, yes, Mami. Aber er bleibt dann ein bisschen länger stehen. Er weiß bis nicht, was er soll und was er will dann. Und wenn sie dann noch länger bleibt, dann sagt seine Mama, well, wir wollen jetzt nicht mehr schluppen. Go mal schluppen, Sydney. Wir wollen jetzt nicht schluppen. Oh, Mami, sagt Sydney. Er hat über dem Thron in seine Augen gebeten. Und dann denkt er ganz tegen seine Mama stehen und dann fragt sie, what's the matter? What yet fair, Sydney? Und er sagt zu ihr, irgendwas yet fair mit dir, Mami. Du bist nicht mehr, als du mir wirst, erst einmal. Erst einmal dass du für mich beten, du darfst selbst beten, für dich und für andere Menschen, aber du darfst auch gleich mehr. Erst darfst du für die Bibel lesen und du darfst even für mich, kriegst du mir die Bibel lesen und das darfst du nur nicht mehr. Erst einmal führst du nur die Zeug und du nimmst ans Finger mit nur die Zeug, aber das darfst du nicht mehr. Und er will noch mehr sein. Dann sagt er erst einmal, dann sagt Mama, bis stopp. Hier 40 ab mit dieser Rede, sagt seine Mama. 40 Stellen sind, rein 40 Stellen sind von seinem Stadt. Und dann knallt sie am noch mit der Hand über den Gesicht und dann sagt er, nu, go schluppen und du sollst never ever wieder zu mir von diesen Dingen reden. So, go. Und dann ging er langsam nach seinem Bad. Und er wird nicht sehr mutig, er wird sehr sad, aber at least er hat dort getan, was er dem Prediger versprochen hat, er wird das probieren zu tun. Das ist, was er hat getan. Sydney legt ganz still in zijn Bad binnen en grabbelt en denkt, tronen aan zijn ogen aan naar water. En krijgt uit wat hij de waker leggen in het bad, dan erzet zijn mama bij hem dash en een verse stoel. En ze denkt ook nog wat ze doen heeft. En dan valt er eenmaal bij dat zij had überhaupt niet meer wilt om even hem gezegd kielen met haar hand. En zo, zij komt maar eenmaal bij een punt waar ze sorry voelt over dat. En vangt ze diep aan na te denken, waar zie ik, wat doe ik really? Wat heb ik gedaan te Sydney? Wat doe ik in mijn leven? Wat is er fair in mijn leven? En er valt het bij ganz zeggen, Sydney is raar, dat is right. Ik ga je anders. Ik zie anders als ik eerst maar weer. Ik zie zeer, zeer anders. En zij wie eerst maar zo moedig was en happy was. En nu aber wie ze best miserable. Zij wie best het leven weer best niet weer. En zij zegt hier maar eenmaal dat Sydney heeft het actually ook gemaakt dat zij nu anders als het eerst weer. So, en zij maakte dat Sydney wird gleichen, want zij moet waren zo wie als ze eerst weer einmal gewas. Verse wie von Gott war gegangen. Zij hebben eerst Gott zijn kindje was, en eenmaal had ze angefangen slechte dingen te doen, en ze had Gott vergeten en Gott te zie geschoven in haar leven. En nu weer ze ganz erst, ze had angefangen beide dingen te doen, slechte dingen te doen. En Sydney weer raar, fällt er maar eenmaal klaar bij, en er direct op hem had zei, what er actually feiert. Of course, Sydney weer zeer, zeer raar. Zij zal teruggaan en fresh aanvangen, zoals ze eerst wie je was. Dat weer de einzige waar, fällt Mami er maar eenmaal bij. Sydney krijgt dezelfde tijd, wat Mama de verder nu denken dat bij hem dash. Hij ligt einmal nach in zijn bad en denkt over het nu. En zijn mama in de verse stoel, die staat op en ze vangt aan naar Sydney zijn stoel te gaan. En dan hoort Sydney dat van zijn bad, dat ja, nu komen de voetstappen aan. Somebody zijn voetstappen continueren. En dan trok hij een beetje terug en zei, dat is mami, waar. Zei hij te zichzelf. Zij wordt me best waar komen vertellen, wenn al dat wat ik gezegd heb is, wat ik zei te haar. Aber was de dag is opgeet, dan wordt er een, ja, dat is zijn mami, maar dat is niet dezelfde wat ze eerst weer. Dat weer een andere, dat weer dezelfde mami, maar zij weer nu anders als ze eerst weer was. Plus een veel schon terug. En dat weer een mama wat hij anders gekend had voor de laatste maanden al, werken en maanden al, voor langere tijd. En nu maar eenmaal wordt hij aan, want zij dacht der ging, dat dit is de mama wat ik eerst lang teruggekend had. Die wat een live had te mij. Die wat mij gelijk en die wat mij allemaal alle handen
met mij te beden en lezen dat en al dat. Dit is de mama wat aan er stoot en ik nu, because daar weer something weer geworden met zijn mama. Dat zag hij zeer klar. Hij legt in zijn bad en zit hij dat zijn mama, ik heb nu zijn bad. En ze knijpt zich de dol beziet aan door een bad. En ze hield. En Sydney die jumpt ook in het bad en dat beziet haar zich dol knijpt. Ook beziet haar een bad. En dan kon hij zijn mama horen dat ze beet te Jezus actually. En zegt ze dat Jezus actually niet meer zoals ik is wie je was. Aber van daar aan war ik ganz anders. Ik wil die help hebben. En van daar aan zie ik waar anders. En weet je wat, jongen? God helpt deze mamas. God helpt deze mamas dat ze andere dat ze niet hart krijgen, waar een andere hart. En dat ze een verlangen hebben. Ze wil actually voor God leven. Ze wil actually een fijne leven vieren. Ze wil actually van hier aan waar voor Sydney dat doen wat am veel leiden. So van deze moment aan, van deze minuut aan, dan change rein alles en mami had geändert. Had weer geändert en zij had een andere aanstelling, andere attitude en alles. Die happiness, die moed wat ze eerst allemaal had gehad, die kwam terug naar haar. En en van den avond aan, de nächste avond, dan had zei zijn mama dat zij wil nu ook met hem naar de kerk, dan wil hij al aan de werk allemaal even handgegaan. En zo zij ging ook doorheen en zei dat ze ganz God overgeven. En ze weer een ganz andere mama geworden. En Sydney weer zeer moedig. Hij weer zeer dankbaar dat Jezus zijn mama ook geholpen had. En dat hij graag dat gedaan had, wat de prediker aan gezegd had, dat hij weer had zelfs te zijn mama gereed en dat had geschaft. Want hij zelfs te zijn mama gereed had probably meer geholpen als wanneer de prediker weer naar eindje komen te even gereed had. So, zijn mama en hij zijn weer zeer moedig. En dat is wat God deed. So, vandaar, wanneer we aan deze geschichte denken, dan weten we wel God vandaar ook nog aan mensen anderen kan. Manchmal is het de mama wat het de andere fehlt. Manchmal zijn het de kinderen wat het de andere fehlt. En manchmal is het nog zelfs we bezitten hebben. Maar we kunnen te zo'n mensen reden. We kunnen die van God zijn wet reden. We kunnen beden voor den. En hier bij deze mama passiert een groot miracle, een groot wonder. En ik dacht ik wil hier nog een vers lezen uit Titus kapitel 3. Er zijn een paar Bibelversen wat er zei, wat de Heilige Geest deed. Dus uit Titus kapitel 3 vers 4 en 5. Ik word hier lezen op Deutsch, dan op Englisch. Diese sagt, da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes unseres Heilandes. Nicht der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan haben, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Im Englischen sagt es so. But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy, he saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, Kinga, dat is zo wie de geschichte. We zijn door dat God het schaffen. En wanneer je alle woorden, dan wil je met hem klarer en klarer te zijn krijgen. Dat is niet ons enig, maar dat is wanneer we onze hart really Jezus overgeven doen. En dan komt hij en dat met zijn Heilige Geest, dat hij onze hart ändert. En dan krijgen we met hem een klare desire dat we willen voor God leven. En blijf voor God leven, right? En dat hoop ik wil je vandaag ook doen. En so vandaag wil ons besonders reminden over wat de Heilige Geest deed. Hij deed ons openbaren de mening van God zijn woord. Ik wil hier een paar versen lezen. Johannes 14, vers 25 en 26. Hij zegt, these things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So God dat hier, Jezus zegt hier dat hij wordt van de wereld wegvoeren. Dus die geschichte weiter, dat Jezus voor de hemel. En dan zegt hij dat ik word hem Heilige Geest schicken. 10 dagen later, dan schickt hij hem Heilige Geest. En die deed ons wezen, die wordt ons leren wat we doen kunnen zullen. En de Bijbel, dat is ons basis, wat we zeggen, wat we leven zullen. En de Heilige Geest, die deed ons leren hier maken, die helpt ons de Bijbel te verstaan.
En die helpt ons dat raar te applyeren en te weten waar we dit uitleven zullen. En mag dat jeder einen passieren. Die Kinder zijn, de adults, we hebben het toch gedaan. We hebben God laten de geest Gottes veilig access geven aan onze harten, dat we kunnen ons laten änderen en dat we dit miracle, dit wonder wat God wil doen aan ons, dat passiert ook. Niet bloos bij de bekering am Anfang, aber ook later durch im Leben für die Heiligung, durch im Leben, dass wir können vorwärts kommen und vorwärts kommen dabei. Okay, wir noch beten. Herr Gott, wir danken dir für das Wunder, was du das für Menschheit, das Miracle, nämlich dass der Heilige Geist heute ändert das. Wir danken dir für seine Belebnisse als Sydney maakte dat met zijn mama. En we danken die Herr dat u vandaag naar China heute ändert is. En grote mensen heute ändert is. En we bidden van jeder einem vandaag dat we alle top willen kennen. En jeder eine einzeln ook dat we naar God zijn geest horchen. En naar God vrouwen dat de Heilige Geest ons wil heute geven, wat we veranderd zijn, wat we vol vrijheid zijn. Dus Sydney zijn mama en ook weer. Herr moest u besonders wieder auch Anleitung geben und helfen, dass sind Tage von da, wenn wir uns besonders erinnern, über die Heilige Geist ist wirken, dass dort wird eine große Wahrheit sein an uns Leben auch. Möchtest du das geben in Jesu Namen? Amen. Liedje Wirk Nummer 123. Dem Heiligen Geiste, der gnädige Straf, uns sich am Gewissen bezeugen mit Kraft, dem sollst du nicht länger, o Mensch, widerstehen. Versäumst du die Gnade, ist dich geschehen. Und bist du bekehret von Sünde und Tod zu Jesu, dem Heiland und Retter in Not, so werde voll Geistes, begrebe ihn mehr. Oh, folge ihm stündlich und wandle im Licht. Oft wird man im Laufe so müde und so matt, dass manchmal die Seele kein Leben mehr hat. Da brauchst neue Flammen von oben herab. Drum dämpfe den Geist nicht, das neue den Lauf. Good morning, Chinga, Jugend, Elder, Grofrush, wo immer ihr seid, wer immer ihr seid, ich wünsche Ihnen einen sehr wertvollen Sonntagsmorgens. Und Pinksterdag, was wir feiern doen, und dem Sinn, dass wir uns erinnern, wie wichtig
der Heilige Geist in ons leven is. Ik wil vandaag maar van wat hebben voor de kinderen. Die zijn special to me, en die zijn special to jullie ouderen, en die zijn ganz special to Jezus. Hij leeft junt. En hij zit junt. Hij doet waar je bent. Als je in de school bent, of thuis, wie du arbeitet, am Werk wo. Hij weet waar je bent, hij kent je bij noemen. Irgendwie, als mir dieses Weekend besonders abgedacht oder frisch geworden, dass in der Weihnachtszeit hier wir manchmal den Gedanken, lot jeder Tag Weihnachten sein, ja? Ist dort je dich bekannt, Kinder oder je Jugend? Jeder Tag im neuen Jahr kann Weihnachten sein. Und ich denke, mir das besonders das dort wirklich ist es morgens, nur dem, was es so geregnet hat. Und auch regnet denn wir sollten Frühstückstag. En het feiert zich geen Weihnachten. Uitkomst mij. En daarop aan dat ik ook van te studeren. Ik vond een Weihnachtsgeschichte. Dat ik kunt een stukje wieder wel verlezen. Maar nu wil ik gleich een lied te zingen. Wat die kinderen alle zingen kennen. En ik ga hier Adli wat me helpen willen. Zo wie worden dat zingen. En ik wil gleich van die kinderen. Jong en oud. Die wat die te zingen zullen de vrijheid worden hebben van jullie mama en papa op te staan. En ons helpen worden dit light te zingen. This little light of mine, I'm going to let it shine. Zie dat light bekend zingen? Ik wil het candle aansteken hier en dan gaan we dat light zingen. Oké, kan je dat zingen? This candle, they brennt. So, Tinga, wenn ihr ready seid, dann singt mit uns taub. This little light of mine, I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm going to let it shine. This little light of mine, I'm going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm going to let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Won't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine. Won't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Dankzij, Tinga. En Jugend, we hebben met je zongen hebben. Dankzij voor hulp en wat God je zegnen. Wir haben dort das Thema über die Heiligen Geisteswirkung. Ich habe die Überschrift gegeben zu der Botschaft von der Niemut, die Kraft und die Welligkeit, was die Apostel fouten, nach dem, was Jesus abgefahren wird im Himmel. Die Niemut, die Kraft und die Bereitwilligkeit, was an diese Apostel evangelisch kommen deden. Am Pfingsttag. En ik heb ook gedanken, je ziet wel wat van de toetreffende inleiding, over dat, was ik dat liggende dat was, maar wat God hem alle bond gezegd heeft, en was ik soms van de dingen terechtstellen deed, Christus gezegd deed, dat uitvallen wordt, en de niet-testamentische tijd. En deze geschichte is niet zozeer dat ik krijg, jet om dat poort van de Weihnachtsgeschichte, aber dat is een geschichte over een jongetje wat er gebruikt wordt, oder wellig wird een poort uit te vallen op een pageant. De liedersche, deze schoolliedersche had stel wat rijdt, er moet wat rijdt voor de klas, en ze worden een beetje een drama, worden ze spelen. En daar wordt een nette jong wat ook wel een deel heeft aan de ganze fun, wat ze daar in de show worden hebben.
En wir zeigen ein bisschen ab von das Jung wird, vielleicht ein bisschen special. So ist jedermann kennt special ist, so wie das Jung. Aber hij wird der war ein bisschen langsam. So ze had uitgedacht, deze leiders gedacht, hij wordt een zeer fan en denk, portzender van het speel, of van het pageant. En dan over dat klimaat aan de, zoals hij responded dat. En we komen dat hij anders zei dat als geleerd wird worden. Vielleicht nicht anders, als da, wenn wir es der Heilige Geist Raum wird. So lass mich diese Geschichte verlesen und mit ein paar Bemerkungen machen. Ich lese die Rede ans große Ohr. A school teacher served students from several grades in a small one-room schoolhouse in upstate New York, including one child who was referred to as special. That particular boy was what we might call slow. When Christmas came, the teacher decided to put on a Christmas pageant, and the slow boy wanted to have a part in it. Hij wil wel, hij wil ook een part hebben aan al dit wat er opgesteld wird. He didn't want to just stand around on the stage. He wanted to have a speaking part. They all knew that he could not remember lines very well, but they came up with what seemed like a solution to the problem. They told him that he could be the innkeeper. Innkeeper asked they wanted to be the Apostel would. Wanneer weer aanklappen wordt, dan wordt hij de deur openmaken. The innkeeper, ja? En dat hij wordt in charge wird for the inn, the hotel. When Mary and Joseph knocked at the door of the inn, he was to open it and say, "No room." Mary would then say something, and when she finished her lines, he was to say again, "No room." They thought he could handle this. But just to make sure, they appointed someone to stand near him and poke him at the proper time and whisper the right words in his ear should he forget them. The night of the Christmas pageant, all seemed to be going well until Mary and Joseph got to the inn door. Mary knocked. When our little friend opened the door, he said what was expected of him, "No room." Mary responded, "But, sir, it's cold. Have you no place at all where we can stay? I'm freezing and I'm sick. I'm going to have a baby, and unless you help us, my baby will be born in the cold, cold night." The boy just stood there and said nothing. The prompter nudged him and whispered, "No room. Say no room." The boy turned to the prompter and blurted out, "I know what I'm supposed to say, but she can have my room." Waarvan de leer daarbij is, dat is na te jong, welens weer zijn hart op te maken en dat door ruim wird voor dat kleine baby. So de nieuwe moed, de nieuwe kracht, wat Jezus gewerkt heeft en de apostel, is zum Staunen. Dat is großartig, wo ängstliche, verjaarde Gemieter oder vergraude Menschen niet meer frische kracht krijgen, moed en vrijheid voran te gaan. Dus we moeten worden zijn. So on this Pfingstdag, oder Pentecost, im Oude Testament, wie das auch krijgt, die tijd wordt een Erntedankfast typically aufgehouden wird worden. En sehr volken wie die Feierstadt oder Stadt Jeruzalem. En ook zo, vingen we samen, oder mehrere circumstances oder events, die speelden auf in de stad Jeruzalem. Maar de vraag is, wat passiert? Wat waren de omstanden? De tijd, wo de Jünger niet meer Jezus en persoon bij zich hadden.
Dort passierte sehr veel dingen en de laatste dagen, oder de lote tijd, wat ze daar gegaan werden. Ik stel me zo ver, je schreef je van Oosteren, Himmelfahrt en Pinkster. Dat zijn ongeveer 50 dagen. Die Kriegsjong om Stille Vrijdag, de Oosteren, Auferstehungsdag, en dan de Himmelfahrt, en dan de Ausgießung des Heiligen Geistes. Alles zijn de dingen wat ongeveer 2 minuten afspeelden. En wat in die tijd alle opvallende dingen ramkomen oder een ervulling gingen wat mensen niet even getaald hadden. Aber Gott al een lange tijd vooruit gezien had. Wat die wilde ram nemen. En dat was de vraag hier tussen en stellen. Wat zijn du eigenlijk al alles doorgegaan in deze laatste 60 dagen? 2 minuten oder een beetje langer. Wie würde in eine Reihe von Dingen abnehmen, was bitte je weinig wieder. Und Gott helpt uns dadurch. Er hat uns mit hier gebracht. Und in manch einer hält Mut. In manch einer bleibt freudig und mutig. Wenn auch nicht alles leicht ist und some hier die Wehrstrecke sind. Oder Disappointments. Da haben wir gesagt, dass Disappointments sind Gott seine Appointments. Und wenn wir den vielleicht im Leben anschauen, dann kann een disappointing tijd oder eine sehr schwere Täuschung nehmen sich omkeren te zijn. En we leren aan die tijd wat we anders never zullen willen hebben. En we gaan terug naar Jeruzalem. En de laatste 2 minuten, oder kunnen we zeggen van de Kriegsjong, bad Jezus zijn woord uitvoeren, wat hij zegt, hij doet het woord. En deze dagen, we fangen da an, wie die Jünger Jesus begleitet haben, bad auf dem Berg oder in Eilberg. Und Jesus fuhrt weg, sie sahen zu, wo er abgehoben wurde, und trägt nur sein Haus vor. Trägt nur seine Stadt, von da wo er kommen wird. Und dort allein können wir sagen, wird uns menschliche Dacht sehr schwer gefallen haben, uns leider sein, dass es dort für unsere Augen verschwingen. Aber er deed. En dan de respons van de Jünger. Es ist opvallend. Apostelgeschichte, dat nicht so viel sagen, wat krijgt de respons als je was? Aber in Lukas, oder in Lukas fingen wir dort, dat die trägende Huisjingen, oder vom Eilberg weg, en dat sagt es dort, in Vers 51, da sagt, und es geschah, als sie segnete, schied von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Das ist anders als unsere Aufschiedsfolgen sind, right? Eine sehr neue Person oder eine sehr importante Person, die man nicht mehr Raum ist, oder nimmt Aufschied von uns, das tut uns schmerzen. Aber in Lukas, toward the end of the chapter, 24, da sagt es, sie kehren terug nach Jerusalem mit einer großen Freude. Judas wird nicht mehr mitend. Hij wird nicht mehr in Ermed. Da wieder all Jünger, wat terugreisden von Eilberg terug nach Jerusalem. Da wird eine Lage steht, en de 12. En deze tijd hier wie von verschiedensten Menschen, die taub kommen, und sie wissen nicht, was dann passieren wird. Facts talten nicht mehr, they weren't adding up. Veel dingen wat er passieren wird, ondienlich, fremd. Aber hier sind die 12, oder die 11 Apostel. Und es sagt, dass in Jerusalem wieder sehr viele Menschen von weit und breit, Judengenossen, von verschiedensten Orten der Welt wieder da taub. Und als wir das worden lesen, das ist die große Erfahrung, was sie da machen, wird der Heilige Geist aufkommen. Menschen wieder durcheinander, können wir sagen, verbiestert. Und diese Zeit, diese Jünger, die da weggingen von dem Berg und sich versammelten in Jerusalem, die hatten Frieden. Die wieder mutig. Und wie weiter dort, Jesus und Johannes sagen, Johannes 14, 15 bis 17,
Weet je nog wat Jezus te zei deed? Op die eenheid, zo zijn die Jünger. Hij deelde een zeer diepe waarheid met. En die wordt passeren. Hij zegt es dit in Johannes 14, 15 en 17. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Geboten halten. Und ich will den Vater bitten, und wird euch einen anderen Tröster geben, dass bei euch sei in Ewigkeit. Ein Tröster, oder ein Comforter, oder ein Onleder. Manchmal, was das Tröster auch so betekent, als jemand, was der Titel war, bediene sie das. Wenn wir in der moderne Welt checken, dann ist jedemaal erstens dat bekannt, dat je redt wordt van een co-pilot. Grote jets, de brokken, een co-pilot. Du hast die Fährste, und dann hast du einer, was bezieht ist. Zwei steigt top, als sicherer als einer allein. So Gott, wird manchmal genannt als uns co-pilot. Wenn wir sagen, wir haben alle, vielleicht, wir haben alle eine Stadt, und das ist ein fremder Mensch, der fragt uns nach unseren Directions, wo wir nach uns kommen können. Wie würde ich den Menschen eine Map aufmalen und kriegt sagen, wo wir der Weg ist, wann wir hier nehmen soll, wann Stabweich können wir sein, wann begen soll, wann hier mit dem Kreuz wird kommen oder ein Crossing. Und wie würde ihm eine Directions geben, wo uns wird finden. Kriegt exactly vertalen, dass nicht wird verbiestern. Aber, wenn wir in der Kurve mitfahren mit dem Janjen, was er steht, wisst, wie das handging, dann würde Janjen sich viel sicherer fühlen. Da würde ich richtig euch in der Map brücken. Wird dem Mitfahrer, was er steht, chant, der wisst, wie das handging. Und die würde ihm Krieg daheim bringen, wo die Angelona am Weg haben wird. Die Fremde. Wie zuerst in uns Leben auch. Wir sind ähnlich in einer Zeit, Bände, wo uns alle fremd ist, teilweise interessant, teilweise sehr wie der andere mit some Ding, aber wie weit ist somebody, was uns leidet hat, und uns sticht kann hat, und er checkt vorab. Und ganz sicherhaft ist Jesus, haben verlangen uns safely durchzuführen, durch die Halbe, durch eine unbekannte, uncharted waters, sozusagen. Tide, was wir nie haben. Und dort wirkt mit dem Herr der Geist. Und Jesus verspricht ihm, der wird kommen. Der wird uitgegoten worden. Und die Menschen werden frische Anleitung haben. Und durch die Ausgießung von des Heiligen Geist werden die Menschen frische Mut kriegen, Kraft kriegen, und die werden wirklich, wahrlich worden, Antestoner für Jesus und sein Reich. So eine Menschen checkt ihr von da nach noch. So eine Menschen mag ihr von da nach reden, was sich von des Heiligen Geist leiden lassen. Ich gleich die Gedanken, was wir hier schon hier wird von das Uitjeiten, ja. Du hast ein Gefäß mit was wertvoller Bären und das enthält viel. Aber wirksam wird es dann, wenn es uitgegoten wird. Und bedarf je Städte oder wenn wir würden denken, krijgen we een Regen, wat we hier hebben, dat post en dat rein en de eer weer daar staat, die absorbt dat wat uitgegoten wordt. En dat rafposten dat, ja. En dan is maar als de rein, dat het nutzen. En zo de Heilige Geist. Als die uitgegoten wordt, die vallen niet op de eerde op. Die vallen in mensen, of op mensen. En mensen neer, en dat had een werking. De grootste wat ik zei, machtige werking, powerful. En hier is manchmal, wat we manchmal zien, dat zijn mensen, wat het even betonen vielleicht, wo das krijgt te zijn is, de Auswirkung von een Geist erfülltes Leben. Op wir haben trägt den Gedanken, dat de Co-Pilot oder de Comforter, wovon wir singen und wir von lesen, Jesus sagt, hij wird dem Tröster schicken, der uns in alle Wahrheiten aanleiden wird. Maak van da de attention op het woord Wahrheit. Das Heilige Geist führt uns nie nevers in Confusion an. Aber das Heilige Geist kann uns in Confusion rausführen. Hij weet de Weg. Hij weet de Wahrheit. Und hij wird uns in alle Wahrheit lehren. Mir ist dort von da besonders abgedacht,
Dat is nicht een confusing spirit. Want er vandaag sehr viel confusing uitleidingen sind, oder Betonungen sind, oder Auslebungen, wo er uitgeleefd wordt. Maar all dat, als over, sagt Jesus, des Heilige Geist, dem hij geven wordt, die wordt ons leiden en vieren aan de waarheid. Nicht in confusion aan, maar uit in confusion ruht. So op Griechisch sagt het woord comforter oder tröster. English, this is what it means, the one who comes alongside of us to assist us. Der ist dicht bij ons, der ist onze ziet, en hij is bij ons, en hij deed ons bijvoeten. Hij helpt ons, en hij leidt ons. Hij führt ons verder weg. Hij laat ons niet weer sterk. En mir ist es sehr wertvoll, dass wenn wir nicht mehr so viel, wir sind stark geblieben, und wir checken ab nach Gott. Wir fangen an zu beten, das ist diese Mama auch tut. Nehmen wir ändert das Wort in ein Mensch sein Leben. Und das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Das wird wirklich nicht sein, nicht. Aber wir können Evidenz sein, dass der Heilige Geist in Mensch sein Leben Ruhm hat oder Tus ist. Dass er den assistet hat, und was immer Umstände oder Lage die sind. So wenn man ja von der Einzelheiten, was hier passiert in Lukas, Apostelgeschichte 1, wir werden da Vers 12 anfangen. Und ich will some Dinge abnehmen, bloß, dass wir vorwärts gehen. Und bet sein, was bejahte diese Apostel, nur dem, was Jesus, können wir sagen, 10 Tage erwacht wird von Erd. Das fängt hier so an in Apostelgeschichte 1, Vers 12. Da sagt es, dass wir schon lesen in Lukas, sie kehrten zurück nach Jerusalem. Nur ihre Hometown können wir sagen. Dort wird Tus wird. Dort wird es stehen wird. Und of course, entweder bestellt wurde, sie sollen nicht Jerusalem verlassen. Sie wurde diese herrliche Prophezeiung buchstäblich erfahren, dass der Heilige Geist eben kommen würde. In Vers 13, du hast es spezifisch steht angegeben, das Obergemach auf Deutsch. Englisch wird Upper Room. Das sehr besonders steht, was wir können besiegen, gleich lang trägt. Und der 13, mit etlichen mehr von uns hier top. Ich sehr wertvoll, der Stoff zu sein, wo das, diese Jünger top wird. Jedenfalls, als es remodelt wurde und so weiter. Aber da wird ein sacred Moment, eine besondere Stelle Zeit, dort zu sein, wo die Jünger wieder für die Zeit lang. Und was sie da deden, und die Zeit ist möglich zu lesen. Hier finden wir auch die Nummern von den Aposteln. Und wenn ihr dich bei Aposteln mögt, die Nummer Judas da. Das ist der Judas, was das Buch Judas geschrieben hat. So, die zwei werden niemals vertuschen. Hier ist ein Judas, der ist, der hat eine andere Nummer, aber das ist der Jan, der das geschrieben hat, das korte Buch, der etliche Vers in the Book of Jude. Was did sie da in the upper room? Vers 14. Da wird sie taub zum Beten. Das ist merkwürdig. Und wer wird alle zu gehen? Das sagt in Lukas und Johannes ein Vers 11, dass Jesus wurde nicht angenommen von der Sinje. Hier in Vers 14 sagt er, dass die Maria, Jesus seine Mutter wieder zu gehen, und auch seine Brüder. Wird hier auch in das Upper Room. Interessant wird in der Kurs von Zeit auch an Jesus seine leiblichen Brüder geändert hat. Dass er auch, wie ich sage, gläubig geworden wird. Jesus, seine Mutter wird da, und auch seine Brüder. Und wenn Johannes eigentlich anfängt, wird dort die Namen nicht an. Die versteht an. Aber die Jahre, die Jesus annahm, in Johannes 1, Vers 11, die gab ihm mal, Gott seine Dinge zu halten und zu wollen. In Vers 15, hier in Apostelgeschichte Kapitel 1, da ist ein sehr wertvoller Gedanke von einem Mann, der erst wegrennt, nimmt ihm steht ab. Die Nummer ist Petrus. Die Vers fängt so an, Petrus trat auf und predigte. Nu wieder Zeit, überdeelt zu kommen. Nu wieder Zeit, dat wir vorangehen deed. Und Petrus nahm die Gelegenheit und fängt an zu vertalen. Petrus diet op dort, was passiert wird mit Judas.
geformt oder genommen uit die Prophezeiung al von lang her. Die König David hat geschrieben von, was mit des Judas wird passieren. Der Judas, was der Halper deed, den Wegweise deed, wo sie Jesus würde gefangen nehmen können. Dort seht der König David all in seinen Psalmen. Er sagt doch, was für Lohn der Judas wird kriegen, Vers 18. Lohn für seine Ungerechtigkeit. Da hier ist es grässlich. Und das wird auch grässlich. Dass jemand so kalt kann sein und sein Meister wird verroden. Und Petrus verloren. Und er deed böse. Judas verrät ihm, oder deed aanwijzen, wo die Griepers Jesus griepen würde können. Und wie weet je, hij sehr terug eng. En du hast een loon. Hij moest begroven worden op den akker. Dat heet Hakeldama. In vers 19. Dat nannt een bloutakker. Dit akker is een verwiesterde, of een desolate land geworden. Een verwiesterde behuizing. Nutzlos, kunnen we zeggen. Psalm 69, vers 26. Psalm 109, vers 8. En op bestoiken. Petrus sagt, du wird ein Bedürfnis, was sie haben, und er mit. Vers 21, du hast die Gedankenbänder von der Zoll 12, soll wieder voll werden. Sie wird auf, aber da viel was zu fixen. Da viel was zu ergänzen, zu complete zu machen. Und hij roopte die top. Ze willen met dit verwaarts gaan en een frische persoon ernamen die Judas in de stad wil nemen. En ze hadden conditions gezet. En de condition wat ze zeiden als apostel is er al, ja. Wat ze op eindig geworden wie de aardige conditions. Laat me die opnemen. Vers 23 zegt er zijn twee. Ze checken om de twee candidates. Wonen die zullen zijn. Einer hat den Binummer Justus oder Justus und der andere hat den Namen Matthias. Von den zwei werden keine ernannt und sie wurden lose. Sie wurden losschmieden, omdat die Zoll 12 wird voll sein. Da wird so wichtig, diese Erfahrung oder das übernehmen, dass sie viel Zeit spenden im Gebet. Und das sagt in Vers 24, sie beteten, und dann schmeiten sie ihn los. Wie würde vielleicht bei uns tun, dass ein Los getroffen wird worden, aber hier wurde es geschmeten. Und er traf Matthias. Irgendwie hat es eine Wichtigkeit, dort sollen 12 von hier wieder vor. Merkt dort, das passiert vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mir seht das something, dort, die Wolle hat, ist es so auch ein Eyewitness sein, von dort, was der Jan selbst gesehen hat, was passiert ist. Und eine Zubereitung für was selber gerotet. Und dann fingen wir hier. Die ganze Verhandlung hier ist in Kapitel 1. Wir gehen darauf nach Kapitel 2, oder nächste Kapitel. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle in einem Ort beieinander. Eine sehr feine Preparation. Everybody was together. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einem jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Alle erfüllt von dem Heiligen Geist. Und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter den Himmel. Das ist die Congregation, was der Top wird. Eine große, die bunte Gruppe, fremde Menschen, können wir sagen, wie der aller Top. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sicher, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa, Norden von Jerusalem, einfache Menschen, angeliedet Volk. Jerusalem ist die Stadt, wo die Gelehrten kommen, die Schriftgelehrten und die Ältesten und so weiter und so weiter. Diese 12 Kommissare, diese Gruppe, diese Apostel, die waren top wieder von Galiläa, sind die nicht von dort? Na, stellen Sie sich vor, wie hören wir, denn jeder seine eigene Muttersprache, in der Mother Tongue. Vater und Mutter und Edomiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Pyrien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Das ging nicht um kleine, unwichtige Dinge, aber es ging um große Dinge, die da vertalt wurden. Die wurden alle erfüllt. Something passiert, was Gott auf lang hat prophezeit hat, passiert wird. Diese Menschen, aus einer Response, die wurden rastlos, können irritiert oder fangen schon bang zu werden. Das ist wie in Vers 12 lesen können. Aber die Frage, was soll passieren? Das fremde Ereignis, das ganze Gedrieb, hier habe ich keine Macht, keine Kontrolle über. Wo will es hin? Dann Vers 14. Da steht es Petrus ab und er hebt seine Stimme ab und fängt an zu reden. Das nächste sieht hier so, die Pfingstpredigt des Petrus. The Pentecostal message, what Petrus dort delivered hat an dem Tag. Und er will nicht mehr der Coward. Er will nicht der Janje, was Jesus von wieder auf den Raum dran hat. Er will nicht der Janje, was er lieber festgehen will. Nu will er hier die endlich können sagen, die Leiter von der ganzen Gedrieb, der ganzen Gedon. Er wird angefüllt von dem Heiligen Geist. Und manchmal hört sich so, Petrus erst vielleicht ein bisschen so sehr leicht war zum Responden, vielleicht ein bisschen quick-tempered wird. Und sagt, das sollte nicht passieren, Jesus. Hier ist er sehr brauchbar an diese Anleitung zu geben. Er redet und er vertelt, er bringt eine große wichtige Botschaft, die Pfingstpredigt. Und das geht eben noch Vers 37. Die Predigt ist zu eng. Und hier ist das Result von dieser Vers, was Petrus geschrieben hat, was er abgeschrieben sind, was an dieser Predigt zu finden ist. Ich würde dir encouragen, vielleicht noch studieren, wenn ihr eine freie Zeit habt. Check nur, was hast du alle abgenannt an dieser Predigt. Was Petrus zu bringen hat. Und an die Response, Vers 37, als sie über das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und die Geschichte, die wir erst morgens hören, ja, da wird ein Wort, was verändert wird. Eine Person, eine Mama, der Wort wird geändert. Hier werden sehr, sehr viele Menschen, ihre Worte, deep angeschiert. Und das sagt in Vers 41, die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen. Da vernimmt sich so, dass sind auch zwei Gruppen gewesen. Eine sind mehr hesitant gewesen. Sind nicht so ready gewesen, um das Wort abnehmen. Die hier hatten sie dort, aber die das wirklich aneinander dringen, nahmen sie das wirklich an. Hier ist zu vernehmen, der Jan, war das wirklich really meinte, der ging nach wieder als bloß eine schöne Predigt anhören. Oder eine durchdringende Predigt. Da kommen Worte über der. Sie leiten sich taufen, ab ihr Glauben. Und das ist eine sehr, kann man sagen, dramatic, sehr voll von verschiedensten Dingen, die Menschen feststellen können. Aber das ist, was die Bibel uns lehrt hat. Dann können wir die Frage stellen, wenn ich die Kirche angefangen habe, so ist es in wieder vor 37 darauf zu finden ist, dass die Menschen, die Busse
En ich so was, das wordt gratis. En dort ist eigentlich die birthplace, oder die Stadt, wo die Gemeinde geboren wird. En alles al vooruitgezien dat de dag wordt komen waar dit wordt in Erfüllung gaan. Alles krijgt om taten, hoe kunnen we zeggen. Gott is niemals lot mit seinen Verheißungen. Die nun sein Wort gern annahmen, ließen sich taufen. Und was mit die dann wieder? Vers 42, das sagt es dit. Blieben aber beständig. Und ich gleich das Gedanke hier berne. Auch die Zeit wir berne wie sind, dass wir beständig blieben im Glauben. Hier sind etliche Dinge, was dit Volk dann deed. Diese neue Gemeinde, eigentlich können wir sagen, die Original Church. Die, ich will Gott sein Volk, genannt im Alten Testament, aus das Aport gesagt. Und hier wird es aufgestellt uit freiwillige Hingabe. Menschen, die ihr Leben surrender zu Jesus. Zu das Hart, dem sie gekriegt haben. Sie schenkte Jesus die Anerkennung als ihr Herr und auch als ihr persönlicher Heiland. In dem wollen sie folgen. Hier sind 4 Dinge, die abgenannt sind, was, ich sage, Evidenz wieder, diese Gemeinde was sie deed en im Grunde blijven deed. Eindweer, sie bleiben in der Lehre von den Aposteln. Das wird sehr wichtig, dass auch das 12 da, wo der Bibel steht, wird sein, Witness wird, von wer Jesus wird. Und auch all die anderen auch. Sie vertaalden, sie predigten, und sie werden einmütig taub, und das ist ihnen andere encouragen. Der zweite Punkt, was wir abnehmen, oder fing ist, sie bleiben in der Gemeinschaft. Sie bleiben in einer regular fellowship, können wir sagen. Du hast ein Secret banner in diese Fellowship, in diese Gemeinschaft zu bleiben. Da wir nicht leicht vertuschen mit ein Independent sein. Ich will mir allein weiter. Der andere sind mir im Stich, oder ich kann nicht brücken nicht. Oder die anderen sind nicht gut genug für mich. Ich sehe ein besserer Mensch, ich trage mich zurück. Die Apostel lehren dort, dass die Gemeinde wichtig ist. Und sie bleiben an der Fellowship, an der Gemeinschaft. Und sie bleiben beständig im Brotbrechen. Und das Brotbrechen, das signifiziert, dass Jesus für ihn gestorben wird. Sein Leben gegeben hat. Eine Erinnerung, was passiert wird. Und letztens, was wir hier bei den Fingern ist, sie bleiben beständig im Gebet. Und wie wichtig das Gebet auch von da und da ist. Sehr wichtig. Und ich freue mich, dass das ein Ding ist, was die Öffentlichkeit nicht kontrollieren kann. Sie können uns nicht aufsagen zu beten. Sie können uns nicht aufsagen zu singen. Sie prüft, die Öffentlichkeit prüft, Dinge anzuleiten, dass es vor allem uitkommen soll. Ein Weg oder andere Weg. Oder sie können meistens irgendwelche Exceptions machen. Eine Sorte Menschen geben diese Frieden, die andere Sorte Menschen geben ja nicht geben nicht, und so weiter und so weiter. Das Jesus, der wir danach dienen, wenn wir auch in Begrenzungen sind. Wir freuen uns für mehr Dinge, was Restrictions aufgenommen wurden. Und wir ticken vorwärts, danach wurde mehr worden, aber an Christus sind wir so frei, als wir sind können, wenn wir uns arm erlebt haben. Und dann, wo die Umstände rum uns sind. Oder unmögliche Dinge, die Christ es danach auf die gewinnende sieht. Als dann versinkt in Schwermut oder nutzlose Sorgen oder Schwierigkeiten und kommt nicht raus. Das Jesus, der hat versprochen, mitten bei uns zu sein, und das Heilige Geist, der uns immer wieder ankrochen, frisch abzustehen, frisch an die Arbeit zu gehen, frisch Verantwortung ausfallen, Zeit nehmen in sein Wort, Zeit nehmen zum Gebet. Den Fall, weil wir uns diese Zeit abweigen, dass wir nicht mit dem Anschluppen so viele, das enthält alles sehr wenig. Na, paar danke über das, was sehr leicht näherkrippen will in diese Pentekostalism. Trägt kommen nur die Urgemeinde, die Verschriften sind da, die Blueprint ist da. Und some Menschen probieren das nur zu open. Dort mit uiterliche Dinge zu beweisen, dass sie belebt sind mit dem Heiligen Geist. Und je von der Mayacan das andere, ich sehe, was bekannt je was, ich sehe, da steht je was, wo das sehr lebendig dahergehen kann man sagen, und aber ich weiß nicht, wie lebendig das really wird. Uiterlich leidet sehr, gerade die Downs und was nicht alle, und er kann das nicht rechten, aber ich glaube nicht, dass der Heilige Geist
die Gemeinde an Confusion nennt für das. Der Heilige Geist leitet uns in Confusion raus. Und du hast die Betonung auf verschiedenes Utleih, was ein Beweis ist für Angefällt zu dem Heiligen Geist. Du hast ein Beweis von, oder Betonung auf Wunderstone. Das ist ein Zeichen, dass der Mensch mit Gott taub ist. Oder vielleicht sogar gesund beten kann. Das ist wirklich powerful Manner. Und wir fangen auch in Kapitel 3 fangen kurz an mit einer besonderen Heilung. Ein besonderes Wunder, was eine Bezeugung wird, eine Bestärkung, dass diese Männer das nicht von sich selbst nehmen oder von sich selbst deuten. Das Heilige Geist wirkt kraftig in die Gemeinde und große Dinge passieren. Große Dinge passieren. Und weil wir niemals das mimiken, für sich Noten, bloß einfach dem Heiligen Geist an uns regieren und uns annehmen und uns brücken lassen, so sei uns brücken will. Und ich glaube, dass das ganz passend zu sein zum Schluss. Wunder, das ist sehr kurz, mit angehen an die Wunder und Tekens, Tungerede vielleicht, aber sehr fokussiert ist zu einer ziemlich klare Uneinigkeit, einer mit dem anderen, weil wir das dann nirgends so lassen. Da wir nicht die Emphasis sehr allein abkriegt, die Auswirkungen, nicht anders als, ich glaube, es safe zu sein, zum Schluss von dieser Predigt, dass die Menschen um uns, die Menschen, die uns beobachten, dass wir Christen sind, die nicht durch uns gegaged worden, als wir verstehen, Miracles zu tun, to perform Miracles, oder dass wir demonstrieren können, dass wir Signs, Tekens und Wunderstunden kennen, dass dort die Hallmarks sind oder Tekens, wo sie uns kennen. Aber, was das safeste sei, wo sie uns kennen ist, they will know we are Christians by our love. The life, was wir haben, die Menschen um uns, das ist sehr, sehr mächtig. Und möchten wir dort nicht meid werden, und uns irgendeiner Gott sein, in der Gott sein, die wird vielleicht verzeugt sind oder über uns verdrießlich sind, aber wir werden niemals sich lassen, das Leben verschwingen. Weil Gott kriegt das von da und nach mit Wundern und Tekens und all das. Wir gehen noch lange nennt gehen, Worte von da nicht wieder. Aber wenn wir das klar haben, dass Menschen merken uns, als wir Christen sind, und dort, dass wir Leben haben. Und nicht bloß für uns selbst leben. Ich bin froh, ich bin dankbar, dass die wahre Gemeinde Jesu Christi von Tag nach lebt. Und die existiert noch. Und du hast ein Feuer, was brennen. Und kann sein, dass da brennen, und diese Erfahrung, wo wir sind, mag Gott das geben. Dass nicht irgendeiner wird lau werden oder ein Don't wird werden, oder vielleicht können wir sagen, dass Christentum wird abgeben. Du hast kein Sinn und dort Weichschmiede. Sünder bekehren sich zum Herrn. Hier wie ich eine sehr wertvolle Geschichte. Begebenheit. Kämpfer, die da hart kämpfen, die Foto war am Mut und weil er fair war. Und wie weiter dort? Da kann nicht in die Krone kommen, wenn er nicht in Kampf ist. Und da kann nicht sie sein, wenn er nicht in Kampf ist. Erster Kampf, und dann kommt der Sieg. Und wenn ein Sieg ist, dann auch die Belohnung. Alle Kämpfer, bereit und Sester, lot nicht nur an den Kampf. Fort war eine frische Mut, frische Kraft und frische Willigkeit, das Jesus zu folgen, wenn die Tiere manchmal sehr dreckig sind und wenn immer Leute sind. Ein Tag, wo ich einen Kampfplatz verloren, hier ab dieser Erde. Und du wirst ewig gehen in der Herrlichkeit, in dem schönen Himmel, dem vollkommenen Himmel. Du hast eine sehr wundervolle Verheißung für jeder Gläubiger, jeder uitholende Christ. Weil wir auch von dieser Sender worden nicht nur Leute, nicht abgeben, mit für Christus zu leben und Gott zu tun, und nu willst du die Zeit haben. Gut, Frau, zum Negativ gebeten. Herr Gott, der du alles weißt und der du alles erschaffen hast, der du uns auch gemacht hast, und du kriegst diese Zeit hier bei ihr letztes Leben. Wir danken dir für diese Alleinheit, was wir so wirklich erfordern, für Gott und Graut und Friede
du zu uns bist. Wir danken dir für unser Onje hier, die wir befreit sind, einen Partner haben, die du uns gesehen hast mit Chinga. Wir danken dir für End. Wir danken dir für die liebe Jugend, die du auch abwasen dat und auch Direction zeker dat. Sie auch endlich bin, sehen auch in ihrer Log. Sehen auch die Dienerschaft. Lot nicht, dass irgendeiner noloten wird in diesem Kampf. Wir beten für Kranke von Dorge, Einsame, die das schwer geschafft haben, und vielleicht von da noch schwer ringen. Sie denn dich bei, stärkend, und jeden frische Mut, frische Kraft. Noch war er wieder, noch sind wir nicht tüß. Wir danken dir, dass du versprochen hast, dass nur das Leben ein herrlicher Lohn, den versprochen hast, der treu wird bleiben. Musst du uns daran erfingen, dass wir dem wir angelegt sind, treu für dich zu schaffen. Nu wird es wieder Gelegenheit haben. Herr Gott, musst du das Wort segnen, in unsere Gemeinschaft, als wir allein sind, und wir an der Top, sein die Gemeinschaft, und stärk uns Glauben. Das ist unsere Bitte in die Nummer, Herr Jesus. Amen. Gut, wir werden noch ein Lied singen. Und dann dort gleich wat Announcements kommen von Lehrer Josef. Christian Hymns, number 131. Joys are flowing like a river since the Comforter has come. He abides with us forever, makes the trusting hearty soul. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. Everything is turned to gladness all around this glorious guest. Banished unbelief and sadness, all is perfect peace and rest. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. Like the rain that falls from heaven, like the sunlight from the sky, so the Holy Spirit given falls upon us from on high. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. What a wonderful salvation, where we always see His face. What a peaceful habitation, what a quiet resting place. Blessed quietness, holy quietness, blessed assurance in my soul. On the stormy sea, Jesus speaks to me, and the billows cease to roll. Okay, ons service hier is about even. We have hier een beetje announcements wat we wel aanrekenen. Eerstens de dingen van
Und sie sagt, Peter immer schon die Deile mit, die Mama sei krank ist. Ziemlich sehr schwer krank. Hat gleich ziemlich mit Doktors all communicated. Die Doktor hat den letzten Weg über. Und sie sind apparently nu bei einem Point, wo die Doktors sie feilen erst meist nicht unter der Rot, oder sie fingen nicht mehr gescheit, was jetzt tun haben. So, ich glaube, erst eine Zeit, wo sie feilen. Ja, dat fehlt aan weer te beden. Die vrouw nog je bedet om ihre Mama met te gedenken, Peter Emmeremmersche. En daarop, nee, friends, glaube ich, kunnen we aanvangen. Vielleicht zit ik een klein beetje opbakken. De meeste van jullie waren aware zijn de regulations die de government heeft wegen des coronavirus. Dat heeft deze week has sie announced, dat er changes zijn, wat er vandaag ovend morgens vielleicht in effect zijn. En dus zijn zo'n ding is dat we services zalen kunnen hebben bij 40 mensen in een groep. En er zijn een beetje andere changes dat we, ik zei services, ik geloof onder top komen ze bij 40 mensen. So they lead wat we in charge zijn voor de dorpsneveren, die gaan dan bekend maken dat ze wel hard is werk. En dat wordt nu gepland voor Schontal in Groenland, dat hij een Schontal meeting hall dat worden gaan. Ik neem aan het Maatwerk, dat is gewöhnlich. Ja, ik geloof die wat deelnemen, die worden weiter. Maatwerk, de dorpsneveren. En de is een uurtje groep als zeiden ze wieder eingehand, weer nog weit laten wuren, wollen wanneer krijgt. So. En we plannen vrijdag nu maar de algemene Dyna-meeting ook. Dat traf dit maar in Genodeveld. So, Dyna besonders eingeladen. Ik geloof, ik denk dat wat later gewoon naar de details. Ik heb vandaag niet meer krijgen een update van Genodeveld. Als zij plannen dat früh in alle top, aber ik denk dat het possible dat ze worden wel. Maar ik geloof dat we zich vielleicht hier zeggen dat we worden later nog dat klarer announcen worden dat je rekent als met dat. En we hebben ook gepland dinsdags morgens de Schontalsche Dyna-meeting te hebben. En du hast ik besonders dat aan, wenn wieder Pläne über Tjorke haben, nu was Dinge een beetje change doen. En including care groups aanvangen, dat we wat van plan we doen met haar en ook nächstes zijn naar de Tjork. We hebben nu nog op dit point vandaag nog niet ganz krak concrete plans, wo we kunnen aanreiken, maar we willen nu dinsdags meeting waar we announcements maken nog, waar we de nächste zijn nog willen Tjork afhouden, ook waar de care groups worden zijn. En Peter was heute leider van een care group project, waar ik aan krak heel een beetje wat aanreiken wenn dort. Ja, ik kan me voorstellen, je leren wat we voor de nieuwe groepen kunnen aanzien of openbaren. En we vragen ons dus, dat je hebt hier van eigenlijk wel van studium die we willen. En we doen ons, nou dat reichen we ons de groepjes te maken voor het nieuwe jaar. En dat ligt de ganz wenigste wat er niet aangegeven heeft. Maar ik wil gleich dankzij te zijn voor al die wat er hebben. Dat neergereikt en dat helpt ons uit en dat voor ons vorig maken. En ik geloof ons plan wordt zijn dat we dat kunnen samen verdelen, of openbaren, vielleicht is het wie manchmal ha. Kijk ik op van de wijze wie dat worden bekend maken, weet ik vandaag niet. Als we die nieuwe groepen worden openbaren over WhatsApps, of als we meer worden kunnen wat arrangen met kleine groepen, maar ons wie weten ons ook als groot om uit te gaan. Da würde gut 10 Gruppen, glaube ich, Raum haben, denkst du auf. Mit Speakers, Leute durch und alles können wir vielleicht da haben. Aber da würden mehr sein, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht, aber ich glaube, die Meeting, wo uns was zu schauen haben, wo wir dort eben ihr Port organisieren. Ich glaube, wir lernen alle noch unsere frische Gruppe. Und ich checken vorwärts nach dort. So, ich glaube, das alles nu weiter sein. Ich glaube, wieder, wo wir vielleicht mal lernen, was die Results sind von Dingsdagsche meeting. Okay, nog een stuk. So, es ist some von Ihnen, die aware sind, du hast ein bisschen change wegen der Curfew.
wat du an places, dat je du als ik had het heel dus een change dat vrijdag en zondag dat van klok 8 naar klok 9 geschoven is worden op een oond. En plus de regel wat eerst in place heeft voor Tjenga, die is ook waargenomen worden, die zal nu voor deze komende week basically waargenomen worden. So we hadden so at least actually de week würde de Tjenga dan kunnen worden bij klok 8 uur zijn, we allemaal winst met adult top. En dan vrijdag en zondag ober zal het bij klok 9 vrij zijn. En doorheen is dat ziemlich gedanke over deine cirkel uit dat we caregroup maar immer worden te vrijdag plannen. So laat je het waardig met dem aan, vielleicht heeft einer oder andere al groot een barbecue angesteld met de family, dat je willen maar endlich Tjenga daar hebben, we maar vrijdag hadden graag de grappe top te zijn, maar vielleicht blijven we dan samen. So we denken nu een beetje dat we worden caregroups had vrijdag avond. En dan is Peter al zei dat een beetje details, waar we het alle ontvangen, waar we dan nog dinsdag weer announcen. So. En al dat, ja. Okay, dann werde ich noch ein Vers mitgeben zum Segen hier uit Apostelgeschichte 20, Vers 32, die sagt, schrieb es steht, und nun, liebe Brüder, ich befehle euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Mag Gott het geven en damit sluiten we deze verzameling ook. So, vielleicht sich noch ein Ding sagen, wenn nächstes Jahr nach Zeug, durch, wann, ich glaube, wir waren Dinge, weil ziemlich davon reden, dass ich schon sehe, aber, ich glaube, wir brauchen Gebete und Weisheit, und das werde ich beten für das Ding, über kommende Tage, dass wir keine rechte Decisions machen, über das alle Top. So, mag Gott ihn wirklich sehen, und sei uns Lothar wieder.